Theis the roll to the rim. A rack attack for Daniel Theis. Als ich mich sozusagen in Basketball verliebt habe oder das Interesse für den Sport entdeckt habe, war mein Bruder, der 10 Jahre älter ist, hat schon immer Basketball gespielt. Ich bin mit Fußball aufgewachsen, mit meinen Freunden habe Fußball gespielt und ich habe immer bei seinen Spielen, halt Bronx-Spielen, halt sein Nachspiel immer geworfen. Hatte immer Spaß dran, aber wollte nie im Verein gehen. Und als ich dann so 15 war oder so, war der beste Freund von meinem Bruder halt Coach in Braunschweig und ich hatte die Möglichkeit, halt zu einem Team zu kommen und seitdem bin ich halt mit Basketball zusammen und jetzt ist schon eine lange Zeit und ich genieße es jeden Tag. Ich glaube, der beste Advice oder Ratschlag, den mir ein Coach gegeben hat bis jetzt, war einfach Brad Stevens. Er hat mir einfach gesagt, ich soll ich sein, ich soll nicht probieren, jemand anders zu sein, ich soll das machen, was ich am besten kann. Ich glaube, der härteste Moment in meiner Karriere bis jetzt, also da ich das ein bisschen später angefangen habe, war ich schon, ich glaube, 16, 17, 18 um den Dreh. Mein erstes Top 4 im BBL. Als wir im Halbfinale verloren haben, war das schon so ein harter Schlag für mich in dem Moment, weil man will immer gewinnen, man will Titel gewinnen und da war das halt dann relativ schnell vorbei und tat auch ziemlich weh. Relativ schnell habe ich gemerkt, dass ich alles auf eine Karte setze mit Basketball. Als ich angefangen habe, habe ich gemerkt, dass ich ziemlich gut bin. Ich war athletisch, ich konnte laufen, ich konnte hochspringen, ich hatte einen guten Touch mit dem Wurf und dann habe ich mir halt relativ schnell gesagt, ich probiere alles auf eine Karte zu setzen mit Basketball erstmal, um zu sehen, ob das klappt, ob es eine Zukunft hat, ob ich Profi werden kann und zum Glück hat das auch geklappt. Das erste Mal, als ich Dirk Nowitzki getroffen habe, war, als wir mit Boston in Dallas gespielt haben. Ich hatte leider nie die Möglichkeit, vorher ihn zu treffen, weil wenn der Nationalmannschaft gespielt hat, hatte ich nicht gespielt oder umgekehrt und deswegen war es leider erst so spät in meiner Karriere. Als ich 2013 nicht gedraftet wurde, war es natürlich so eine kleine große Enttäuschung, weil man sich natürlich irgendwie eine Hoffnung gemacht hat, dass man irgendwann gedraftet wird an irgendeinem Pick. Aber im Endeffekt war es mehr eine Motivation für mich, weil ich mir gesagt habe, ich schaffe das, ich trainiere das trotzdem, dann gehe ich halt den harten Weg und spiele einige Jahre noch in Deutschland bei großen Teams oder wie es dann war, mein Weg über Ulm und Bamberg, dass ich Euroleague gespielt habe, um dann irgendwann in die NBA zu kommen. Also war es eine Enttäuschung, ja, aber es hat mich auch zu dem Spieler gemacht, der ich heute bin. Ja, und zwar, als ich den Anruf von meinem damaligen Agenten bekommen habe, war am den gleichen Tag, wo wir das Finalspiel um die Meisterschaft hatten in Bamberg. Da habe ich morgens einen Anruf bekommen, dass die Celtics Interesse haben und die mich höchstwahrscheinlich oder gerne verpflichten wollen. Und das war dann der Moment, wo ich wirklich happy war, mega motiviert. Dann haben wir in den gleichen Tag noch die Meisterschaft gewonnen. Das heißt, war eigentlich ein perfekter Tag. Ich bin relativ schnell, ich glaube eine Woche später bin ich dann nach Boston geflogen, habe mir die alte Facility angeguckt. Es waren gerade Draft-Workouts, habe da ein bisschen zugeschaut, habe Coach Stevens getroffen, hatte ein Meeting mit ihm, war dann bei Austin Ainge zu Hause, da war Danny Ainge, habe die kennengelernt, meine Frau war auch dabei, dass man gleich alle trifft und weiß, ob man sich auch dort wohlfühlt. Das muss ja passen und das hat am ersten Tag angepasst und deswegen bin ich bis heute happy, dass ich die Entscheidung getroffen habe, nach Boston zu kommen. Ich erinnere mich genau an den Tag, als wir das erste Preseason-Spiel im Garden hatten, im TD Garden gegen Charlotte. Und ich war nervös. Ich hatte eine riesen Vorfreude, einfach das erste Mal ein NBA-Trikot anzuziehen, erstes NBA-Spiel zu spielen, auch wenn es ein Vorbereitungsspiel war. Und ich glaube, ich kann mich ganz gut erinnern, dass es auch ziemlich gut lief für mich persönlich. Ich glaube, ich hatte in 10 Minuten irgendwie 12 Punkte, 8 Rebounds und ich war happy an dem ganzen Tag. Also ich habe gestrahlt über das ganze Gesicht und habe probiert, jeden Moment einfach zu genießen. Auf jeden Fall, Celtics Lakers, jedes Spiel ist unfassbar, einfach durch die Geschichte der Rivalität von den Finals, was es gab, ist jedes Spiel besonders. Und generell ist jedes Heimspiel im Garden, sind die Fans da, aber wenn die Lakers kommen, ist es natürlich nochmal
viel, viel mehr. Alleine wenn dann das Beat LA durch die Halle kommt, von jedem einzelnen Fan da drin, ist es schon ein Gänsehautmoment. Am Anfang war ich natürlich erstmal so wie ein Fan, als ich zu den Celtics kam. Wir hatten Leute mit Kyrie Irving, Gordon Hayward, Al Horford und viele, viele mehr in dem Moment, All-Stars, Leute, die Championship gewonnen haben, war es natürlich erstmal so für mich wie ein kleiner Traum. Es war unrealistisch. Ich kannte die meisten einfach nur, dass man so vom Videos spielen. Und dann natürlich, als ich mehr und mehr mich etabliert habe, habe ich natürlich gemerkt, ich habe immer an mich geglaubt. Ich habe immer an mich geglaubt, dass ich dahin gehöre, dass ich spielen kann, dass ich ein großer Teil von einem erfolgreichen Team sein kann. Natürlich war es in den ersten 2 Jahren ein bisschen schwieriger, dadurch, dass wir einfach so viele gute Leute hatten. Wir hatten die Celtics hatten hohe Ziele. Da war es natürlich für mich schwieriger, eine Rolle zu finden und kontinuierlich zu spielen. Und zum Glück habe ich das dieses Jahr. Zum Glück habe ich dieses Jahr eine feste Rolle. Ich starte, ich spiele meine Minuten und ich weiß, ich habe auch jedem anderen gezeigt, dass ich dem Team helfen kann, erfolgreich zu sein.